Heute zeige ich euch, wie ihr einen Rock mit Gummibund und seitlichen Eingriffstaschen näht. Das Schnittmuster und das DIY-Set findet ihr in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und den Holly Skirt oder ihre Schwester, den Mimi Skirt, fertige ich heute aus einer GOTS-zertifizierten Baumwollpopeline. Wie so häufig bei uns braucht ihr gar keine Erfahrung im DIY oder Nähen, um euch selbst coole Pieces schaffen zu können. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, bis euer fertiges Teil, in diesem Fall der Rock, entsteht. Ja, also macht direkt mit, pausiert da, wo du es brauchst, wiederholt so oft ihr mögt und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist unser Schnittmuster und das bekommt ihr über den Link hier unten in der Beschreibung. Ihr könnt es euch entweder direkt runterladen oder euch in Papierform nach Hause zuschicken lassen. Ja, und dann kann es direkt losgehen. Wenn ihr die Materialien nutzen möchtet, die ich hier auch in diesem Video nutze und die von uns quasi approved sind, dann bestellt euch das komplette DIY-Set, denn da findet ihr alle Materialien, die ihr braucht. Vom Stoff über das Gummiband bis zum Nähgarn und auch genau in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns einfach direkt starten. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen DIY-Kollektion mehr verpassen. Um loszunähen, brauchen wir unser Schnittmuster als Papierversion oder zum Runterladen von unserer Website, einen Oberstoff, hier aus Baumwollpopeline, passendes Nähgarn, ein Gummiband, eine Sicherheitsnadel und unser Juliana Matthäus Stoffetikett. Und bevor wir dann mit dem Zuschneiden anfangen können, müssten wir unseren Stoff einmal vorbereiten. Das heißt, ihn entweder einmal bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen oder ihn einmal heiß mit Dampf, so wie ich es jetzt gerade mache, abbügeln. Denn wenn der Stoff einläuft, dann soll er es bitte jetzt tun, bevor wir ihn gleich zuschneiden. Dann legen wir den Stoff einmal so vor uns hin auf unseren Tisch oder auf den Boden, wie ihr mögt, wie es in unserem Booklet oder E-Book bei dem Schnittbild angegeben ist, für eure ausgewählte Größe. Bei mir ist jetzt zum Beispiel der Stoff so gelegt, dass hier links ein Stoffbruch ist und rechts meine Webkante liegt. Und dann nehme ich mir einmal meine Schnittteile dazu und lege sie genau so auf den Stoff auf, wie es auf diesem Schnittbild für meine ausgewählte Größe zu sehen ist. Schnittteile, die in den Bruch gelegt werden müssen, in den Stoffbruch, platziere ich also hier links an meiner umgefalteten Stoffkante. Dann nehme ich mir einmal Stecknadeln dazu und stecke meine Schnittteile einmal auf meinem Stoff fest. Also ich gehe durch die Papierlage und durch beide Stofflagen in diesem Fall und mache das immer so in einem Abstand von 10 cm, sodass hier überall einmal ringsherum mein Schnittteil gut auf dem Stoff fest sitzt. Und zusätzlich achte ich noch darauf, dass alle meine Schnittteile im Fadenlauf liegen. Das heißt, die Teile, die jetzt nicht hier direkt an der Kante platziert werden, müssen einmal parallel mit dem Fadenlaufpfeil auf dem Schnittteil zur Webkante rechts platziert werden. Wenn ihr das dann mit allen Schnittteilen richtig gemacht habt, dann könnt ihr euch eure Stoffschere dazu nehmen und alle Schnittteile einmal ausschneiden. Die Nahtzugabe ist bereits bei allen Schnittteilen enthalten und ihr könnt dann einfach genau an der Kante eures Papierschnitts durch die beiden oder die einzelne, je nachdem wie es bei euch angegeben ist, Stofflage schneiden und so einfach alle Teile, die ihr also aus Papier zuvor zugeschnitten habt in eurer Größe, dann auch hier in eurem Stoff zuschneiden. Macht das also jetzt bitte mit allen Schnittteilen, genau so oft wie es auf den einzelnen Schnittteilen steht und dann sehen wir uns gleich wieder. Bevor es dann richtig mit Nähen losgeht, solltet ihr bei eurem Stoff einmal die rechte und die linke Stoffseite ermitteln, denn das ist gleich beim Nähen essentiell, dass ihr das wisst. Bei meiner Baumwollpopeline gibt es das nicht. Dann fädelt bitte einmal Ober- und Unterfaden in eurer Nähmaschine ein und ja, macht euch ready zum Losnähen. Wer dazu Hilfe braucht, sollte sich auf jeden Fall nochmal unser Grundlagen-Tutorial anschauen, denn da erklären wir alle Basics, die es braucht zum Nähen an der Nähmaschine. Wir beginnen jetzt unsere Schnittteile zu versäubern mit einem Zickzackstich mit einer Stichbreite von 3,0 und einer Stichlänge von 1,2. Aber wenn ihr Zugang zu einer Overlock-Maschine habt, dann nutzt die doch super gerne zum Versäubern der Kanten, denn das ist natürlich noch ein bisschen professioneller. An der Nähmaschine geht es aber natürlich auch und da zeige ich euch jetzt einmal wie. Ihr platziert euren Stoff, den ihr dann versäubern möchtet und ihr möchtet das mit allen Teilen machen, die ihr gerade zugeschnitten habt, unter dem Nähfuß, senkt ihn, fangt an zu nähen und näht dann mit dem Zickzackstich so, dass immer wenn der Zickzackstich rechts mit der Nadel einsticht, er noch gerade so in den Stoff sticht. Ecken versäubert ihr, indem ihr die Nadel einfach im Stoff stecken lasst, dann einmal den Nähfuß hebt, euren Stoff in die nächste Richtung dreht, Nähfuß senkt und dann weiter näht. Und ja, bitte jetzt also einmal alle eure Teile versäubern.
Das Ganze sieht mit dem Zickzackstich dann beispielsweise so aus. Ihr seht es, der Stoff kann nicht mehr ausfransen und genauso ist es dann auch richtig. Wenn das getan ist, dann kann es losgehen. Wir nehmen uns zuerst unsere beiden Vorderteile und unsere beiden Rückteile und legen jeweils die beiden Vorderteile zusammen oder Rückteile rechts auf rechts aufeinander und genau so, dass die vordere oder hintere Mitte miteinander abschließt. Die stecken wir dann zusammen und zwar mit ein paar Stecknadeln entlang der gesamten Strecke, von ganz unten vom Saum bis zum Bund hoch. Ich stecke die Nadeln immer so im Abstand von 10 bis 15 cm voneinander, sodass ich das Gefühl habe, dass meine Lagen auf jeden Fall gut befestigt sind, denn dann ist es beim Nähen auch leichter. Wir nähen jetzt einmal von ganz unten nach hier ganz oben und zwar bei den Vorderteilen und dem Rückteilen. Dafür nutzen wir jetzt einen normalen Geradstich, den Doppelstöppstich, in einer Stichlänge von 2,5. Diese Naht fertigen wir mit einer Nahtzugabe, also einem Abstand zu der Kante von 1 cm. Orientiert euch da bei eurer Stichplatte, nehmt die Stecknadeln immer raus, verriegelt am Anfang und am Ende dann auch gleich wieder und probiert hier einfach eine möglichst gerade Naht zu nähen bis zum Ende. Diesen Rock könnt ihr ja aus ganz unterschiedlichen Stoffen und Stoffdicken nähen. Vielleicht habt ihr es gesehen, die kurze Variante, den Mimi-Skirt, der genauso verarbeitet wird. Den nähen wir aus einem Mantelflausch. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass ihr die Nadelstärke passend zu eurer Stoffauswahl aussucht. Bei dieser Popeline nähe ich zum Beispiel mit einer Stärke von 80. Anschließend wird gebügelt. Wir bügeln einmal von der linken Seite über unsere gerade gefertigte Naht, gerne auch mit Dampf. Anschließend falten wir einmal unsere beiden Vorder- oder unsere beiden Rückteile auseinander, so dass wir in die Nahtzugabe kommen und legen diese Nahtzugabe auch auseinander und bügeln genau so einmal darüber. Im nächsten Schritt möchten wir nämlich gleich unsere Nahtzugabe, wenn ihr möchtet, einmal von der rechten Seite absteppen, um dann noch so ein bisschen sportliche Naht reinzubringen. Und dafür machen wir uns jetzt quasi die Grundlage. Und anschließend bügeln wir noch einmal von der rechten Seite drüber, während die Nahtzugaben, die jetzt ja auf dem Brett liegen, aber immer noch schön auseinandergelegt sind, wie wir es gerade zuvor gebügelt haben. Und diese 3 Schritte, also Naht erst platt bügeln, dann Nahtzugaben auseinander bügeln und von der rechten Seite nochmal drüber bügeln, sind die Schritte, die es benötigt, um so eine perfekte Naht zu schaffen. Denn bügeln ist wirklich die halbe Miete. Erst damit sieht es richtig gut aus. Hier werden wir jetzt einmal rechts und links von unserer Naht füßchenbreit absteppen. Ich beginne rechts von der Naht, ganz oben, verriegel einmal am Anfang und nähe dann also füßchenbreit bis ganz unten zum Saum. Übrigens folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal, denn da gibt es täglich Updates zu coolen neuen Schnittmustern, DIY-Projekten, Geschenkideen, Gewinnspielen und Styling-Tipps. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Schaut vorbei und folgt uns. So, dann schneide ich jetzt den Faden noch ab und mache das Ganze dann genauso noch auf der anderen Seite und bei dem jeweiligen, falls ihr jetzt die Vorderteile zusammengenäht habt oder die Rückteile, auch noch bei dem anderen Paar. Wir haben jetzt also ein zusammenhängendes Vorderteil und ein Rückteil fertig mit abgesteppten Nahtzugaben. Genau, die möchten wir im nächsten Schritt verbinden. Dafür lege ich hier einmal mein Vorder- oder Rückteil als erstes vor mich hin und zwar mit der rechten Seite, also der abgesteppten schönen Seite, wo man die Nahtzugaben nicht sieht, nach oben. Und nehme mir dann mein anderes Teil dazu und lege das auch mit der rechten Seite, sodass man die Nahtzugaben jetzt sieht, genau darauf. Als nächstes möchten wir einmal die Seitennähte schließen und zwar gleichzeitig mit unseren Taschenbeuteln. Die Strecke stecke ich mir einmal komplett mit Stecknadeln aufeinander, fange hier ganz oben an, lege immer die Nahtzugaben schön Kante an Kante, stecke dann auch den Beutel aufeinander fest und runter bis zum Saum. Ihr seht es, die Strecke zwischen den Taschenbeuteln, also zwischen der oberen Strecke von unserer Seitennaht und der unteren, bleibt das Stückchen offen, denn wir nähen hier direkt rundherum um den Beutel. Also einmal von ganz oben um den Beutel herum bis zu dieser Stelle und nach ganz unten, denn wir möchten natürlich den Tascheneingriff direkt offen lassen. Das Ganze mache ich auf beiden Seiten, fange jetzt aber eben auf einer Seite an, hier unten am Saum, verriegel am Anfang und nähe wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm.
Wenn ich bei meinem Taschenbeutel ankomme, nähe ich 1 cm über die Ecke hinaus, genau bis hier, lasse dann dort meine Nadel stecken, hebe meinen Nähfuß, drehe meinen Rock in die Richtung, in die ich jetzt nähen möchte, also in Richtung des Futterbeutels, senke meinen Nähfuß und nähe weiter. Jetzt nähe ich hier auch wieder mit dem 1 cm Nahtzugabe den ganzen Taschenbeutel einmal entlang, bis ich wieder oben bei der oberen Ecke am Taschenbeutel ankomme. Hier steche ich wieder mit der Nadel ein, drehe dann mein Nähgut in die nächste Richtung. Da habe ich nur noch das kleine Stück hier oben am Bund, senke meinen Nähfuß, nähe weiter und verriegel dann wieder ganz am Ende. Noch den Faden abschneiden und dann könnt ihr das gleiche noch auf der anderen Seite des Rocks wiederholen. Als nächstes wird wieder gebügelt und zwar möchten wir dieses Mal unsere Nahtzugaben von unseren Seitennähten in Richtung des Vorderteils bügeln. Da könnt ihr euch jetzt einmal entscheiden, welche Seite die vordere Seite sein soll, denn die Schnittteile sind ja gleich. Bei mir ist das diese hier. Ihr könnt zum Beispiel danach gehen, welche Naht euch besser gelungen ist. Die würde ich dann vielleicht vorne platzieren. Und dann einmal mit dem Bügeleisen so rübergehen, dass ihr nicht bei der unteren Lage, denn jetzt haben wir ja hier so einen ganzen Schlauch schon genäht, eine Falte reinbügelt, sondern einmal schön alles glatt lasst und nur die Nahtzugabe trefft. Bügelt zum Beispiel dann nur mit der Spitze oder benutzt auch ein Hilfsmittel wie so ein Bügelarm. Das funktioniert auch gut. Und dann macht das einmal mit beiden Nähten entlang der gesamten Naht. Und dann könnt ihr auch einmal über den Tascheneingriff bügeln. Legt euch das hier einmal schön gerade vor euch hin, also die Seitennaht, so. Und bügelt dann einmal hier über den Eingriff rüber, schön scharf, damit sich hier eine scharfe Kante auf der anderen Seite ergibt. Und das natürlich auch wieder bei beiden Seiten. Der Schnitt ist so konstruiert, dass das Bündchen direkt angeschnitten ist. Das heißt, es gibt kein extra Schnittteil, sondern das Bündchen ist ein Schnittteil mit unserem Vorder- und Rückteil. Da nehmt ihr euch jetzt einmal ein Lineal oder Handmaß dazu, bügelt dann hier einmal 4 cm nach innen oben am Bund und das einmal ringsherum. Also überall einmal diese 4 cm umschlagen und mit ein paar Stecknadeln feststecken bitte. Ihr merkt es schon, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende unseres Nähprojektes. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne im Anschluss auf unserer Website vorbei und sucht euch direkt euer nächstes Näh- oder Strickprojekt aus. Auf alles, was ihr Lust habt. Wir haben es in ganz verschiedenen Schwierigkeitsstufen und jede Menge super coole, trendige Projekte, die wirklich ganz viel Spaß machen und umso schöner sind zu tragen. Eine wichtige Sache gibt es hier dann noch zu beachten bei unserem Bund. Und zwar müssen wir ja später noch die Möglichkeit haben, unser Gummiband einzufügen. Und dafür lassen wir uns hier in der hinteren Mitte so ungefähr 15 cm offen. Ich markiere mir das mit meinen Quernadeln und nähe jetzt von der ersten Quernadel ringsherum bis zur nächsten Quernadel. Dieses Mal positioniere ich mir meinen Rock hier mit dem Bund, also an meiner ersten Quernadel, und nähe jetzt einmal füßchenbreit entfernt von der umgeschlagenen offenen Kante hier, also die Seite, die bei mir hier mit der Overlock-Naht versehen ist. Nähe los, auch immer möglichst gerade, bis also zur nächsten Quernadel. Und wenn ich hier über die Nähte nähe, dann gucke ich, dass auch die Nahtzugaben und auch die Tasche also in die richtige Richtung, auf beiden Seiten Richtung Vorderteil zeigen. Da sehe ich dann meine nächste Quernadel, verriegel genau an dem Punkt, ziehe mir dann meine Stecknadeln, die ich quer gesteckt hatte, auch gleich noch raus und kann dann erstmal mit dem Gummibund weitermachen. Ich habe jetzt meinen Rock vor mir liegen und kann hier, wenn ich ihn aufklappe, die offene Stelle sehen. Genau die brauche ich jetzt, um mein Gummiband da rein zu fädeln. Ich gehe mit meiner Sicherheitsnadel auf dem einen Ende hier durch meinen Gummibund, schließe die Sicherheitsnadel und werde dann mit dieser Sicherheitsnadel und dem Gummiband dann einmal hier in diesen Tunnel gehen, den wir gerade gefertigt haben. Und das Gummiband immer weiter durch diesen Tunnel fädeln, bis ich auf der anderen Seite wieder herauskomme. Achtet bitte darauf, dass euch das Ende, denn das Gummiband ist kürzer als dieser Tunnel, nicht flöten geht, denn dann müsstet ihr das Ganze nochmal machen. Wir möchten also, dass das Ende hier draußen bleibt
und das andere Ende aus dem anderen Ausgang wieder rauskommt, um diese beiden Enden dann gleich anschließend zusammenzunähen. Das Gummiband ist kürzer als der Tunnel an sich, denn das Gummiband ermöglicht einmal diese Raffung und auch gleichzeitig, dass der Bund, also die Bundhöhe, schön eng auf unserer Taille sitzt. So, da kommt mein Gummiband hier wieder heraus. Achtet bitte auch darauf, dass sich das an keiner Stelle verdreht hat. Das solltet ihr ganz gut fühlen können. Das ist auch sehr wichtig. Ich entferne dann meine Sicherheitsnadel, lege die beiden unverdrehten Enden aufeinander und steppe dann hier einmal mit der Nähmaschine drüber. Dazu stellen wir einen Zickzackstich ein. Stichbreite und Länge ist da eigentlich ziemlich egal. Hauptsache es ist ein bisschen Zickzack und deswegen auch ein bisschen dehnbar. Ich fange hier ganz am Anfang an, nähe dann öfter über diese Strecke vorwärts und rückwärts, sodass ich das Gefühl habe, hier ist jetzt wirklich alles gut fest, denn an der Stelle ist natürlich viel Zug darauf und viel Kraft, die darauf einwirkt. Also das soll eine wirklich stabile Naht sein und das sieht dann zum Beispiel so aus. Testet das gerne auch ein bisschen, bevor ihr es dann gleich einnäht, denn dann schließen wir diesen Tunnel dort an der Stelle. Ich setze das Ganze also genau dort an in der Naht, wo ich sie zuvor beendet habe und verriegelt habe. Verriegel auf der gleichen Stelle, nähe dann wieder füßchenbreit hier von meiner Kante links entfernt und achte darauf, dass ich beim Nähen nicht auf das Gummiband steppe. Das sollte sich jetzt also rechts davon weiterhin befinden und immer durch diesen Tunnel rutschen können. Ja, wenn ich die kleine Strecke dann geschlossen habe, verriegel ich auch da wieder, schneide meinen Faden ab und habe den Bund fertig. Last but not least werden wir jetzt noch den Saum fertigen. Der ist auch super einfach. Wir klappen ihn einfach nach innen um, auch wieder um unsere 4 cm, bügeln ihn einmal komplett um und stecken ihn dann auch fest, wie wir es zuvor mit dem Bund gemacht haben. Und achten auch hier darauf, dass die Seitennähte wieder in Richtung des Vorderteils zeigen, so wie oben auch. Und die vordere und hintere Mitte natürlich schön auseinander gelegt ist und die haben wir auch abgesteppt. Anschließend nähen wir einmal komplett im Kreis. Das wird jetzt so die längste Naht wahrscheinlich in unserem Projekt, aber sie ist gerade und super einfach. Ich fange jetzt hier bei einer Naht an zu nähen. Am besten zum Beispiel bei der Seitennaht, denn dann sieht man die Verriegelung am wenigsten und nähe einmal ringsherum. Dann komme ich wieder an, wo ich angefangen habe, verriegle, schneide einmal ab und bin damit fertig. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, euer Holly oder Mimi Skirt ist fertig. Er hat einen wunderschönen Bund, schöne Eingriffstaschen. Wenn ihr möchtet, näht doch jetzt noch das Stoffetikett ein und dann seid ihr done. Ja, das war es auch schon. Ich trage den Holly Skirt oder auch den Mimi Skirt richtig häufig, egal ob im Sommer, einfach mit coolen Sneakers oder Flipflops oder im Winter vielleicht mit höheren Stiefeln und einer Strumpfhose. Ich finde, der lässt sich vielseitig kombinieren, zum Beispiel auch mit unserem Basic-T-Shirt oder dem Pippa-Polo. Schaut doch super gerne mal durch unsere ganzen Anleitungen und Schnittmuster und sucht euch euer nächstes Projekt aus. Ja, und dann würde mich natürlich total freuen, wenn ihr eure Resultate auch mit uns teilt und auf jeden Fall sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn wir gemeinsam kreativ werden und zum Beispiel gemeinsam nähen. Also bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.